Ciao Leute, was geht? Ich bin's, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Ich melde mich wieder bei euch zurück, denn der Wächter hat sich bei mir wieder gemeldet. Aber irgendwie nicht mit dem nächsten Spiel, sondern ich soll wieder vor meiner Tür gucken. Da soll irgendwie was liegen. Also Leute, was ist das bitte? Ich dachte, ich muss als nächstes rotes Licht, grünes Licht spielen, weil ich diese Puppe hier bekommen habe. Und die kann ihr Kopf drehen, die hat einen Bewegungsmelder, alles. Und ich dachte tatsächlich, das wird das nächste Spiel, aber irgendwie nicht. Also werde ich jetzt gleich mit euch zusammen vor der Tür schauen. Und ja, ich weiß nicht, Leute, was geht hier vor sich? Ich habe das letzte Spiel, falls ihr es nicht gesehen habt, dann schaut es selbst. Sagen wir es mal einfach so. Ich habe Dalgona mit dem Wächter gespielt, beziehungsweise ich musste die selber machen und dann spielen. Er hat die Zeit gestoppt und es war so schwer. Es war so schwer. Ich hasse diese Challenge. Wirklich jetzt. Die erste ging ja noch gut, ne? Dakchi. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das schaffen werde, aber Dalgona, Leute, no way. Es ist so hart. Und Leute, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, aber lasst jetzt unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Soll ich das tatsächlich mich trauen? Ey, das wird eine krasse Sache, ne? Bei 15.000 Daumen nach oben, dann mache ich das. Dann werde ich dem Wächter die Maske abreißen, um zu schauen, wer dahinter steckt, weil ich glaube, das wird nicht ohne sein. Erstmal, der Wächter ist mega gruselig und zweitens, Leute, das ist gar nicht gut, das bei einem Spiel zu machen. Das wäre eigentlich die einzige Möglichkeit, wenn ich ihn so sehe, bei einem Spiel, ihn dann die Maske abzureißen. Also lasst mich unbedingt mit einem Daumen nach oben wissen, ob ihr meint, dass das eine gute Idee ist. Und dann könnt ihr vielleicht herausfinden, wer dahinter steckt. Steckt vielleicht der Game Master dahinter? Steckt vielleicht irgendjemand anderes dahinter? Vielleicht würden wir es so herausfinden. Weil einige fanden von euch das merkwürdig, dass irgendwie der Dreieck-Typ geredet hat, obwohl er nicht reden sollte. Das meinten einige von euch. Ich weiß davon nichts, Leute. Dann der Kreiskerl darf eigentlich auch nicht reden, aber er hat geredet. Was ist, wenn nicht derjenige dahinter steckt, von dem wir denken, dass er dahinter steckt? Und Leute, schreibt mir gerne wieder eure Spooky Stories in die Kommentare und lasst mich mal mit einem Haufen Geistern wissen, dass ihr noch Bock drauf habt, weil manchmal kriege ich so Kommentare, da sagen einige so, ey Becky, mach keine Spooky Stories, das nervt, das dauert zu lange, und andere haben halt mega Bock drauf. Also ich bin mir noch nicht so sicher. Lasst es mich aber gerne damit wissen, dann weiß ich Bescheid. Aber dieses Mal sind auf jeden Fall wieder eure Spooky Stories am Start. Aber wir gucken erstmal vor der Tür und dann, ja, kommen 3 Spooky Stories von euch. Okay, mal gucken, was diesmal vor der Tür ist. Ich habe ja eigentlich verloren. Normalerweise kann das nicht sein, dass ich jetzt irgendwas bekomme, aber vielleicht ist es das nächste Spiel. Ich weiß immer noch nicht das Passwort. Mal gucken, was da ist. Ob da was ist. Doch, Leute, schon wieder eine Box. Es ist schon wieder eine Squid Game Box, Leute. Okay, was ist da diesmal drin? Schon wieder so eine Box vor meiner Tür. Wie kann das sein? Die sieht schon wieder genauso aus wie von Squid Game. Und ja, für alle, die wissen, was so aussieht, gruselig. Was ist da diesmal drin? Bestimmt das nächste Spiel. Bestimmt. Schnappt euch unbedingt eine Grandma-Check-Decke. Und ja, kommen wir zur ersten Spooky Story von Victoria. Sie hat geschrieben, hey Becky, hier ist meine Spooky Story. PS, ich liebe deine Videos und gucke immer alle deine Videos von dir. Dankeschön, ihr seid so süß. Kannst du Linda, Annika und mich grüßen? Ich grüße euch ganz lieb. 3 für, diesmal nicht 3 Uhr nachts, aber sonst für 3 Uhr nachts. Ich und meine damalige beste Freundin haben im Internet gelesen, dass jeder Mensch einen eigenen Geist hat. Also einen persönlichen Geist, der immer an deiner Seite ist. Das macht mir gerade Angst. Ich habe Angst. Sollte ich danach googeln? Dieser Geist kann gut oder böse... Ich habe das Gefühl, bei mir ist jemand, der immer böse ist, weil bei mir passieren immer seltsame Sachen, vor allem mit dem Lichter. Je nachdem, was man hat. Das fanden wir ganz interessant und haben versucht, unseren Geist zu beschwören. Dazu braucht man nur eine Kette und lässt sie von der Hand baumeln. Also eine Art Pendel. Dann fragt man Ja und Nein und vielleicht fragen. Wenn die Kette schwingt, muss man noch herausfinden, in welche Richtung Ja und Nein ist. Auf jeden Fall hat es bei uns geklappt und ich hatte einen Geist namens Brian, der 17 Jahre alt war. Alter, ich krieg Gänsehaut. Ich habe herausgefunden durch Fragen, wie er ist. Und zwar ist er von... Wir blenden das mal lieber aus. Auf jeden Fall, seitdem, es ist sehr gruselig, seit dem Tag passieren richtig merkwürdige Dinge in meinem Haus. Sachen bewegen sich und Lichter flackern. Dies ist schon 4 Jahre her und es passiert immer noch merkwürdige Dinge bei mir zu Hause. Ich habe keinen Kontakt mehr mit Brian aufgebaut, doch ich spüre manchmal noch seine Präsenz. Oder immer wenn ich Filter ausprobiert habe, wurde mir immer eine zweite Person bei mir in der Nähe angezeigt. Zum Glück war er nicht böse, sonst hätte ich mir niemals vorgestellt, was dann passiert wäre. Das war meine Spooky Story. Deswegen, Leute, finde ich Rituale so krass.
und nimm sowas ernst wegen sowas. Kommen wir zur nächsten Story von Emo12 of Me. Hallo Becky, ich wollte dich fragen, ob du mal meine Spooky Story vorlesen kannst. Hier, tada! Ich heiße Lola und mir ist das letztes Jahr passiert. Du musst wissen, dass ich mit meinen beiden älteren Schwestern ein Zimmer teile. Also es war morgens, so gegen 5:05 Uhr oder so. Und wir waren alle noch am Schlafen. Plötzlich hat jemand versucht, mich wach zu machen. Also jemand hat so fest an meinem Bein gerüttelt. Ich bin dann auch wach geworden, habe aber niemanden gesehen. Ich habe meine Schwestern gefragt, ob einer von den beiden das war, aber die haben Nein gesagt. Ich weiß immer noch nicht, wer oder was mich wach machen wollte. Liebe deine Videos und Dankeschön, ganz liebe Grüße. Und das ist verdammt gruselig. Wer hat dich da versucht wach zu rütteln? Das ist so creepy. Warum ist das so gruselig diesmal bei euch? Also es ist richtig heftig. Gänsehaut. Ich krieg Gänsehaut. Ich weiß auch nicht, was mich gleich erwarten wird hier in der Box da. Davor habe ich auch Angst. Das ist auch Gänsehaut. Und die letzte Story ist von Luke. Er hat geschrieben, hey Becky, hier ist meine Spooky Story. Die Story ist nicht meine. Sie ist von einem Freund von mir. Die Story ist kurz, aber ich finde es trotzdem sehr gruselig. Wir haben telefoniert und haben uns über Geisterzeug unterhalten. Dann meinte er, dass er gestern etwas Gruseliges erlebt hatte. Er hatte Musik gehört und seinen Arm vom Bett hängen lassen. Er war alleine zu Hause und er meinte, dass er etwas an seiner Hand gespürt hat, als hätte ihn jemand berührt. Liebe Grüße an dich. Sowas ist mir auch schon mal passiert. Und ich hatte auch schon mal eine Freundin, der dasselbe passiert ist. In meinem Zimmer. Kann man danach schlafen? Nein. Das ist gruselig. Warum passiert sowas? Das bildet man sich auch nicht ein, ne? Man spürt das. Leute, das ist so creepy. Das ist so verdammt gruselig. Okay, Leute, öffnen wir das jetzt mal. Ich habe Angst, ich habe Angst. Okay, diesmal ist es irgendwie einfacher zugebunden. Aber es sieht genauso aus wie beim letzten Mal. Hoffentlich ist es nichts Gruseliges. Leute. Hier ist ein Happy Meal drin, hä? Ihr wisst nicht, was da noch drin ist. Nicht nur ein Happy Meal, sondern... Oh mein Gott, jetzt ist es, glaube ich, offiziell. Ein Squid Game Anzug und eine eklige Spinne. Und irgendwie noch Snacks, was soll das? Aber wieso schon wieder ein Happy Meal? Hä, warum? Wieso soll ich jetzt noch ein Happy Meal bekommen? Wozu? Wir hatten doch schon 2. Seht ihr mein Herz? Das spinnt die ganze Zeit. Okay, wir haben hier einmal irgendwie Shrimp Cracker. Was soll das? Das heißt doch nicht Shrimp Games. Die sind aus Korea, Leute, aus Seoul. Da, seht ihr das? Okay, ich weiß nicht, was das da drin macht. Dann haben wir hier eine Dose mit Traubensaft. Ja, eine eklige Spinne. Nein, danke. Und, Leute, hier ist noch was drin. Ich habe gerade die Hose hochgehoben. Squid Game 3? Leute, da ist eine DVD drin. Schreibt unbedingt, Becky, schau dir Squid Game 3 an. Um 3 Uhr nachts soll ich das machen? Schreibt das unbedingt nur 3 Leute. Was? Vielleicht kriegen wir Antworten. Aber als ob, das ist doch noch nicht mal draußen. Wieso sollte mir jemand Squid Game 3 geben? Das sieht auch irgendwie so inoffiziell gruselig aus. Nein! Auf jeden Fall haben wir hier eine Hose drin. Ey, soll ich das anziehen? Ich ziehe das gleich mal an. No way, ich weiß nicht, ob ich mir das freiwillig antue, aber das ist sogar meine Größe. Leute, hier steht Spieler 230 und weiterspielen. Ich habe doch gar nicht dafür gestimmt. Das kannst du aber nicht abmachen. Der Kreis steht für Weiterspielen. Man konnte abstimmen zwischen nicht weiterspielen, das ist das X, und weiterspielen, das ist der Kreis. Und normalerweise kann man das immer so raufbappen mit so Klett. Und dann kannst du halt jedes Mal abstimmen nach jedem Spiel. Und dann kannst du halt auch deine Meinung ändern. Aber dann hast du halt ein anderes Zeichen drauf. Aber das ist hier drauf. Das heißt, ich muss weiterspielen. Aber warum kriege ich die Zahl 230? Beim Shirt, was ich nicht anhatte, war 456 drauf. Wer ist Spieler 230, Leute? Warte, ist das... Nein, sag mir nicht. Leute, ich muss nachschauen. Das ist die Nummer von Thanos. Leute, ich habe die Nummer von Thanos bekommen. Spieler 230 ist Thanos. Beim letzten Mal hatte ich ja auch so Gabel. Und nein, er hat es nicht bis zum Ende geschafft. Also offiziell. Es wird zwar gemunkelt, dass er vielleicht wieder auftauchen könnte, aber offiziell ist er nicht mehr aufgetaucht nach der Gabel-Situation. Was ist das jetzt? Ist das ein Drohung? Also ich mag Thanos irgendwie. Irgendwie auch nicht, weil er einfach assi ist. Aber er ist halt irgendwie cool, ne? Er hat schon was Cooles. Ich will nicht seine Nummer tragen, Digga. Nein! Yo, was geht, Leute? Ich habe jetzt meinen Anzug an.
230. Thanos ist in the house. Nicht. Ja, also ich finde es hier ganz cool, ne? Aber ich will nicht mitmachen, Mann. Ich habe jetzt einfach mal einen Squid Game Anzug. Einen offiziellen Squid Game Anzug, Leute. Oder er hat mir extra diese Zahl gegeben, weil ja Thanos ausgeschieden ist. Auf sehr traurige Art und Weise. Aber, ich weiß nicht, Mann. Ich habe irgendwie echt ein ungutes Gefühl dabei. Auf jeden Fall würde ich sagen, bevor wir reingucken, wir probieren mal eben das hier, was der Wächter da reingelegt hat. Mal gucken, wie das schmeckt. Cracker mit Garnelengeschmack. Scharf würzig. Riecht sehr fischig. Schmecken aber nicht so fischig. Riechen fischiger, als sie schmecken. Aber ich bin auch so jemand, ich kann fast alles essen. Also ich bin da total unkompliziert. Man findet so selten Dinge, die mir nicht schmecken. Aber probieren wir mal das hier. Mal gucken, ob das schmeckt. Das riecht so wie Jelly. Das schmeckt voll lecker. Aber ich habe Angst vor dem Happy Meal. Mal gucken. Leute, ich sehe schon wieder den Regenschirm. Ich sehe hier auch irgendwie, glaube ich, Dakchi drin. Hä? Was macht doch diese Palme da? Was ist das? Und da ist irgendwie noch mehr. Okay, keine Ahnung, was es wieder mit dem hier auf sich hat. Aber es ist kein richtiger Dalgona-Keks. So einen hatten wir ja schon mal. Aber was soll das bedeuten? Nochmal voll in die Wunde rein? Hier, du hast es nicht geschafft. Tu es dir nochmal an. Ich weiß nicht, was soll das sein? Ein Zauberstab oder so? Keine Ahnung, Leute. Wir haben hier irgendwie so einen Stab mit einer Palme. Ich weiß nicht, ob das für die Squid Game Insel stehen soll. Kein blassen Schimmer. Aber wir haben hier Nuggets drin. Fühlt sich auch ein bisschen schwer an. Vielleicht sind da echt Nuggets drin. Nein! Leute, ich kenne die. Das sind Reiskuchen. Ich will es jetzt auch nicht falsch aussprechen. Ich schreibe es euch mal unten rein, wie die eigentlich heißen. Hier sind aber verdammt viele drin. Was soll das denn jetzt bedeuten? Dann haben wir hier Dakchi drin. Und oh mein Gott, ist das schön geknickt. Warum war meins nicht so? Und die sind irgendwie größer. Die sind nicht so klein wie die ich selber machen sollte. Nein. Ich glaube, ich weiß, was das nächste Spiel sein könnte. Schreibt das unten rein, wenn ihr wisst, welches ich meine. Wir haben hier Dakchi. Wir haben hier einen Kreisel drin. Und irgendwie löst sich das hier oben. Und das war so schwer in der Serie, glaube ich. Also, ich stelle es mir schwer vor. Weil du musst den Kreisel zum Drehen bringen. Ja. Mit einer Schnur. Ich denke mal, das ist dafür da. Oder? Passt das? Ich weiß nicht, wie man das macht. Wie macht man das? Ich könnte noch nicht mal unter Zeitdruck das so raufbekommen, dass es auch hält. Und dann... Ey, das kriege ich niemals hin. Leute, guckt mal. Da, das ist der Kreisel mit solchen Rillen, wo man dann dieses Band rummachen muss. Und dann muss man das, ja, so schmeißen, dass es sich dreht auf dem Boden. Auf jeden Fall ist hier oben noch was drauf. Irgendwie eine Sonne und dann Wolken. Aber das ist irgendwie so locker hier. Keine Ahnung. So viel Zeit hast du auch nicht. Und normalerweise spielst du das zu 5 oder so. Wenn hier alle drin sind, alle Spiele, Moment. Warte mal. Leute, hier ist eine Figur drin. Spieler 456, aber er sieht irgendwie gruselig aus, Mann. Ist das sein Happy Meal? Hier, seht ihr? Der hat irgendwie was Rotes im Gesicht. Und er sieht so grimmig aus. Hier, 456. Ist das extra? Aber... Ach, schon wieder so ein. Ja, für Squid Game. So ein Ocean Jelly, keine Ahnung, steht hier drauf. So ein Tintenfisch wieder. Was ist das hier? Leute, hier sind die Squid Game Zeichen drauf. Ich glaube, das ist das Ding, was man hochschießen muss. 5-mal mit dem Fuß oder so. Okay, das schaffe ich nicht. Ich bin so ein Körperklaus, wenn es um Fußball geht. Alter, ich krieg das eher gegen den Kopf, als dass ich das mit meinem Fuß treffe. Also, wie soll ich das schaffen? Ich kann das nicht. Ich kann nur den Wächter vielleicht darum bitten, mir mehr Zeit zu geben für diese Challenge. Wenn ich das alles alleine machen muss, dann brauche ich auch mehr Zeit. Weil sonst wäre es unfair. Das ist doch das, womit man das irgendwie mit dem Fuß hochschießen muss. Ich weiß nicht, wie es heißt. Du bist eingeladen zum Spiel. Wieder eine Squid Game Einladung, Leute. Und hier steht das diesmal so drauf. Auch auf Koreanisch. Hier ist schon wieder so ein Glas drin. Ah, Alter! Das ist so dickflüssig und schwarz. Was ist das? Leute, seht ihr das? Das ist so richtig dickflüssig. Nee, Mann, das trinke ich nicht. Auf gar keinen Fall. Haut mir ab mit solchen Potions, Mann. Ja. Wir haben hier so ein Ding, was du hinstellst. Alter, das sind die neuen Challenges. Das sind die neuen Spiele. Und das soll der Stein sein, glaube ich, womit man das
umwerfen muss. Das ist auf einer bestimmten Distanz hingestellt und muss es treffen. Alter, ich kann doch nicht treffen, ne? Ich bin so schlecht in solchen Spielen eigentlich. Es war ein Weltwunder, dass ich Dakchi gewonnen habe. Aber das jetzt... Ich meine, die erste Runde ist halt Dakchi. Da musst du das umdrehen. Ich habe das auch schon auf Roblox gespielt, Leute. Dann, was kommt als nächstes? Doch, das hier kommt als nächstes, genau. Das müsste das zweite Spiel sein. Das mit dem Fuß kommt als letztes. Das ist das vorletzte, meine ich. Das ist alles ein Spiel quasi. Also eine Runde. Ja, Leute, und das? Ja, das ist das nächste. Hier ist das hier drin. Und hier sind alle Gongi-Spielsteine drin. Das Happy Meal ist leer. Es passt hier rein, ja. Und das sieht so aus. Tada! Das ist so ein schweres Spiel. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Keine Ahnung, Leute. Ich glaube, ich muss mich da ausprobieren und mir die Spielregeln angucken und alles, solange ich noch Zeit habe. Ich weiß nicht, wann ich das spielen muss. Also ich glaube, das ist das Happy Meal von 456. Was meint aber ihr? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Und Leute, was wird das nächste Spiel? Rotes Licht, grünes Licht oder das hier?